Hallo, heute möchte ich über das Buch Unter den Udala-Bäumen von Chinelo Okparanta sprechen. Dieses Buch wollte ich eigentlich im Februar schon lesen, und zwar im Black History Month, aber da bin ich nicht dazu gekommen, dann musste ich es zurückgeben, dann konnte ich es Ewigkeiten nicht ausleihen. Jetzt endlich habe ich es ausgeliehen und auch gelesen und ich freue mich sehr, denn es hat mir recht gut gefallen. Ich wollte es unbedingt lesen, weil es ein queeres Buch ist, also die Hauptperson ist lesbisch. Der Buchrücken verrät, dass die Hauptperson ein 11-jähriges Mädchen ist und sie wird von ihrer Mutter als Hausangestellte zu Bekannten geschickt. Dort lernt sie die gleichaltrige Amina kennen und die beiden verlieben sich. Das wird leider entdeckt und die beiden Mädchen werden getrennt. Ich habe das Lesen von diesem Buch im Februar so ein bisschen aufgeschoben, weil ich wusste, dass es in Nigeria Ende der 1960er Jahre spielt und da ist ja der Biafra-Krieg gewesen und ich hatte schon ein, zwei Bücher gelesen, die auch zur gleichen Zeit gespielt haben und das war einfach eine sehr gewaltvolle Zeit, weswegen ich in einer guten Verfassung sein muss, wenn ich dieses Buch lese. Und im Februar habe ich mich irgendwie nicht so bereit dafür gefühlt. Ich würde jetzt sagen, im Nachhinein, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, für mich ist das klar der Rahmen, warum bestimmte Dinge überhaupt passieren. Aber es wird nicht so ins Detail gegangen, welche Gräueltaten es dort überhaupt gab. Also das kleine Mädchen sieht schon viele Tote, aber mehr ins Detail geht es nicht. Also es ist dann doch irgendwie distanziert für mich gewesen beim Lesen. Deswegen war es nicht ganz so krass in diesem Aspekt, wie ich mich darauf vorher eingestellt hatte. Auf dem Buchrücken steht auch, dass es eine Coming-out-Geschichte ist und da hatte ich jetzt so eine typisch klassische Coming-out-Geschichte tatsächlich erwartet. Und dieses Buch hat mich so ein bisschen überrascht, weil es so bestimmte Erzählstränge oder Logiken ein bisschen aufgebrochen hat, die es sonst so in Coming-out-Geschichten gibt. Genau, bei so Coming-out-Geschichten ist es oft, dass sie von der einen wahren Liebe sprechen oder so. Dieses Mädchen Amina ist eine sehr wichtige Figur, aber es ist nicht die eine wahre Liebe, die klappen muss, sonst ist quasi alles vorbei. Und die andere Sache, die mir gefallen hat, also vielleicht es sind so zwei Aspekte, die sehr miteinander zu tun haben, war, dass erstens das junge Mädchen Ichoma sehr selbstbewusst war. Das war schön zu lesen. Ich lese gerne was über selbstbewusste Hauptfiguren und dass es auch für sie überhaupt nicht überraschend kam, dass sie sich zu einem anderen Mädchen hingezogen gefühlt hat. Das war für sie relativ, also nichts Besonderes einfach. Und gleichzeitig ist sie auch mit der Homofeindlichkeit, die ihr entgegengebracht wurde, sehr selbstbewusst umgegangen. Also die Homofeindlichkeit zum Beispiel von ihrer Mutter und auch von generell ihrem Umfeld, es wird oft damit begründet, dass Gott was dagegen hätte und dass halt in der Bibel steht, dass es ein Gräuel sei. Und da war ich sehr beeindruckt, wie ihr Textverständnis von so Bibelstellen und sowas ist. Also wie selbstständig sie einfach die Bibel interpretieren konnte und mir verständlich machen konnte, warum es in einer Geschichte nicht darum geht, dass Gott was gegen Homosexualität hat, sondern dass Gott etwas gegen Gewalt hat und sexualisierte Gewalt hat. Genau, und dass verschiedene Geschichten halt unterschiedlich interpretiert werden und dass das auch mit der Zeit sich ändert, wie Dinge interpretiert werden. Wobei ihr Vater ihr wahrscheinlich einiges beigebracht hat, deswegen kam es jetzt nicht sozusagen vom Himmel, weil die Autorin wollte, dass es ein kluges Kind ist, sondern es macht auch Sinn in diesem Kontext, dass ihr Vater ihr einen kritischen Umgang mit Texten beigebracht hat. Aber dann, je älter sie wird, verändert sich das. Also sie fängt an, doch Selbstzweifel zu entwickeln und sie ist gläubig und muss sich hinterfragen, ob das in ihrem Glauben vereinbar ist, Homosexualität und halt ihr Glaube an Gott und die Bibel. Und dadurch wird sie immer verunsicherter. Und genau dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen, weil
es einfach nachvollziehbar ist, wenn eine Person permanent mit Homofeindlichkeit konfrontiert ist, dass das auch eine Auswirkung auf die Person hat. Also oft in so Coming-out-Geschichten ist es ja so, eine Person leidet, dann outet sie sich, dann leidet sie nochmal und dann ist alles gut. Und unter einigen Umständen geht das einfach nicht. Und dieser Aspekt, dass halt einfach es nicht immer von nicht selbstbewusst zu selbstbewusst geht, sondern dass man manchmal, dass es auch starke Persönlichkeiten sehr viel Kraft kostet, damit die ganze Zeit konfrontiert zu sein und dass darunter das eigene Selbstbewusstsein leiden kann. Diesen Aspekt finde ich total nachvollziehbar und fand ich cool, dass er in diesem Buch drin vorkommt, weil so oft in Coming-out-Geschichten ist es einfach, wird dem überhaupt gar nicht Raum gegeben, sondern es ist einfach eine positive Entwicklung und alles wird gut. Wobei die Hauptperson jetzt auch nicht dabei stehen bleibt, sondern auch da entwickelt sie sich nochmal weiter, weswegen ich im Allgemeinen sagen würde, dass es schon ein positives Ende hat. Es ist jetzt kein super kitschiges Happy End, aber es ist ein sehr, sehr hoffnungsvolles Ende, was ich ja sehr gerne mag. Wobei ich da noch zum Ende sagen wollte, dass ich es leider ein bisschen hastig und überstürzt fand. Also die ganze Zeit, die Geschichte wird immer mal wieder in Rückblicken erzählt, aber trotzdem wurde sich für alles sehr viel Zeit genommen. Es ist eine schöne... Die Geschwindigkeit von der Erzählung hat mir sehr gut gefallen und dann zum Ende hin war es so, wir haben keine Zeit, ich muss zum Ende kommen, gefühlt. Also einfach vom Tempo und von der Atmosphäre fand ich, das Buch hat es am Ende so ein bisschen was verloren, aber inhaltlich hat es mir sehr gut gefallen, sodass es trotzdem ein gutes Ende für dieses Buch war und es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich mich freue, dass ich es gelesen habe. Ich bin hier jetzt nur auf kurze Aspekte eingegangen, also wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Wenn ihr dieses Buch gelesen habt, würde mich auch eure Meinung dazu interessieren. Und ansonsten war es das. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich wieder in Urlaub fahre und deswegen nächste Woche kein Video mache. Wir sehen uns also in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.